Für mich war es damals schon sehr, sehr schwer, niemanden zu haben, der meine Gefühle nachvollziehen kann. Auch wenn viele sich versuchen reinzuversetzen, ist es nicht das Gleiche. Das ist Lisa. Lisa hat mit 20 Jahren ihren festen Freund verloren. Er ist bei einem Motorradunfall gestorben. Das hat Lisa sehr traurig gemacht. Und für mich kam dann einfach irgendwann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin sehr jung, ich möchte nicht, dass es für mich so weitergeht, ich muss daran arbeiten. Also hat Lisa eine App gebaut, um ihre Trauer zu teilen und anderen traurigen Menschen zu helfen. Es funktioniert in etwa wie Tinder. Diese App und andere Möglichkeiten, um bei deiner Trauer Hilfe zu finden, zeige ich dir jetzt. Los geht's! Erstens, Telefonseelsorge. In dem Wort Telefonseelsorge stecken 3 kleine Worte. Telefon, Seele und Sorge. Telefon ist klar. Seele ist das, was wir fühlen, wie wir denken, wer wir sind. Und Sorge ist ein unangenehmes Gefühl, wenn wir Angst haben und unruhig sind. Die Telefonseelsorge ist eine Telefonnummer. Dort kannst du immer anrufen und mit einem Menschen am Telefon über deine Gefühle sprechen. Die Menschen am Telefon sind jeden Tag zu jeder Uhrzeit erreichbar. Der Anruf kostet nichts und ist anonym. Die Telefonnummer lautet 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Ich schreibe die Telefonnummer und die Webseite auch in die Beschreibung. Es gibt auch muslimische, russische und weitere Telefonseelsorgen. Zweitens, Selbsthilfegruppen. Wenn du dich lieber mit anderen Menschen austauschst, die auch traurig sind, dann gibt es auch Gruppen. Diese Gruppen heißen Selbsthilfegruppen. Das bedeutet, dass man sich selbst hilft, indem man mit der Gruppe über seine Probleme spricht. Die Selbsthilfegruppen treffen sich immer an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Über trauergruppe.de kannst du Selbsthilfegruppen in deiner Nähe finden. Dazu musst du deine Stadt eingeben und dann werden dir alle Gruppen in deiner Nähe gezeigt. Mit diesen Gruppen kannst du dich dann treffen. Das kostet meistens nichts. Drittens, Trauerbegleitung. Wenn du lieber allein mit einem Menschen sprechen willst, gibt es auch die Trauerbegleitung. Das bedeutet, dass du dich mit einer oder mehreren Personen triffst, die dir helfen, deine Trauer zu überwinden. Sie hören dir zu und geben dir Tipps. Das Angebot gibt es auch für Kinder. Wenn du wissen willst, welche Trauerbegleitungen es in deiner Nähe gibt, dann gehe auf die Seite von Malteser. Dort kannst du deine Postleitzahl angeben und dann den Radius. Radius bedeutet in dem Fall, dass die Person nicht weiter als xx Kilometer von dir entfernt sein soll. Mein Tipp, gib zum Beispiel 50 Kilometer ein, so findest du eher eine Trauerbegleitung. Viertens, Online-Beratung. Wenn du lieber anonym bleiben willst, dann gibt es auch Hilfe im Internet. Zum Beispiel kannst du mit anderen Menschen chatten in sogenannten Trauerchats. Diese Chats sind allerdings nur zu bestimmten Uhrzeiten möglich. Fünftens, Belinu-App. Lisas App heißt Belinu. Die App funktioniert wie Tinder. Sie zeigt dir Menschen an, die ähnliche Probleme haben wie du. Du kannst also durchswipen. Dort könnt ihr über eure Trauer chatten, telefonieren und Tagebücher schreiben. Das geht auch anonym. Du musst also nicht sagen, wer du bist, wie du heißt und wie du aussiehst. Allerdings kostet die App
Geld. Unsere App ist für alle, die getrauert haben oder trauern, die Mobbing erfahren müssten in der Schule oder am Arbeitsplatz, die Beziehungskrisen haben, einen Kinderwunsch haben oder unter Panikattacken leiden oder anderen sozialen Ängsten zum Beispiel. Ich weiß, momentan sieht es vielleicht nicht danach aus, aber irgendwann findest du wieder Freude in deinem Leben. Das war's und denk dran, alles wird bald besser. Bis dann!